Hallo zusammen, willkommen bei uns im Garten Gemüsekiosk, jetzt Ende Oktober im Garten. Wir schauen zusammen, was es noch Fantastisches bei uns zu ernten gibt. Bei manchen Sachen hätte ich gar nicht gedacht, dass das noch was wird. Es sind so ein paar Überraschungen dabei und wir haben natürlich wieder was zu tun. Also wir nehmen euch mit zu den ein oder anderen Gartenarbeiten, die hier noch anliegen. Bei manchen sind wir auch spät dran, wie zum Beispiel bei der Winterbepflanzung. Das heißt, wir starten jetzt direkt und gehen rüber in den Geodom. Da müssen wir erstmal aufräumen. Jetzt sind wir hier bei unserem Geodom, dem Iglu, der Kuppel, die wir dieses Jahr neu haben. Und das Klima da drin ist wirklich sehr schön. Wir haben verschiedene Gemüsekulturen angebaut. Ich glaube, das wäre nochmal ein extra Video wert über das Thema. In der Mitte haben wir den Platz nach oben hin ausgenutzt. Wir haben Tomaten eingepflanzt gehabt und die waren sehr, sehr ertragreich. Also in der Mitte, ich sehe es ja gleich in dem Rondell, da haben wir groß, fruchtige, orange-gelbe Tomaten gesetzt und die sind schön gewachsen. Ich muss aber zugeben, die letzten Wochen habe ich mich nicht mehr drum gekümmert, war auch soweit vorbei mit der Ernte, habe ich nicht mehr gepflegt. Das heißt, da hat dann natürlich die Kraut- und Braunfäule hier total zugeschlagen, ist aber kein Problem. Irgendwann kriegen es ja eigentlich, kriegt es glaube ich jede Tomatenpflanze. Ist die Frage, wie schnell und wie resistent die Pflanze dann eben ist. Die Frage ist dann immer, was machen wir mit dem Laub? Wir werden jetzt hier aufräumen, das ganze Laub raus. Wir bringen es auf den Kompost, da gibt es auch die Heißrotte, da sehe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten, keine Problematik. Und dann ist auch noch die Frage, auch wenn ich Tomaten im Kübel habe, muss ich dann die Erde austauschen, wenn meine Tomate Kraut- und Braunfäule hatte? Hat man früher mal gemacht. Wir machen das mittlerweile schon länger nicht mehr und die Erfahrung hat gezeigt, die Tomate ist ja fruchtfolgeneutral. Das heißt, ich kann in den gleichen Kübel oder im Garten am gleichen Platz wieder eine Tomate setzen. Und es hat die Erfahrung gezeigt, dass es keine Schwierigkeit ist. Also die Tomaten, die an der Stelle stehen, wo früher, also eine Saison vorher, eine Kraut- und Braunfäule war, die ist nicht anfälliger oder da kommt es eher zu dieser Erscheinung. Auch das ist nicht der Fall. Von daher habe ich da auch keine Schwierigkeiten mit. Heißt für uns jetzt, wir räumen jetzt auf, die ganzen alten Tomatenpflanzen raus, sodass wir Platz gewinnen, denn wir möchten den Platz auch im Winter nutzen. Ihr kennt uns ja, hier ist es dauernd grün, es wird dauernd ausgesät. Wintersalate sollen rein. Also heißt es jetzt erstmal aufräumen. Los geht's! Die Tomaten haben wir jetzt rausgeräumt. Hier ist wieder richtig viel Platz. Platz für Neues. Das heißt jetzt aber auch den Boden zu pflegen. Tomaten soll man ja gerade im späteren Saisonverlauf dann eher trockener halten, nicht zu viel gießen. Und hier die letzten Wochen habe ich sowieso gar nicht gegossen. Das heißt, es ist jetzt wichtig, dass wir den Boden zum einen wässern, nach und nach immer wieder mit Wasser tränken, damit sich die Erde schön vollsaugen kann. Und zur Pflege geben wir, wenn es ein bisschen vollgesogen ist, dann auch noch den Gartenbodenaktivator dazu, also Mikroorganismen, um das Leben in der Erde auch zu stärken. Und in 2, 3, vielleicht 4 Tagen werden wir dann hier unsere Wintersalate einpflanzen. Wir werden jetzt weiter in den Garten gehen, denn es gibt ja, wie ich angekündigt hatte, doch noch das ein oder andere zu ernten. Und da ist mit Sicherheit auch was dabei, was vielleicht nicht jedem so geläufig ist. Ich bin gespannt, was ihr dann sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen jetzt in den Garten und schauen mal, was wir noch so ernten können. Im Gemüsebeet, schaut mal, in der goldenen Oktobersonne. Der Oktober war ja bisher sowieso recht schön und warm und sonnig. Die späte Aussaat vom Brokkoli. Also Ende Juli haben wir den gesät und jetzt kommen langsam die Knospen, die Blütenknospen hier. Das ist die erste, die richtig große. Die anderen sind auch schon, aber nicht ganz so groß. Das dauert noch ein bisschen, aber ist das nicht schön? Ist das nicht ein Highlight jetzt? Ende Oktober so schön Brokkoli im Garten. Da freue ich mich sehr drüber. Nicht nur Kartoffeln, Kürbis, Äpfel, Birnen, all die schönen Sachen, die wir vom Herbst so gewohnt sind. Auch so richtige Highlights, wie zum Beispiel den Brokkoli. Toll, oder? Das nächste Highlight, der Chinakohl. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die alle schießen. Es sind auch ein paar geschossen, wie man an diesen schönen Blüten sehen kann. Aber es sind auch richtig schöne Köpfe dabei. Gestern gab es schon einen Chinakohlsalat mit Möhre und Apfel und leckerem Dressing. Aber naja, das ist schon echt unglaublich. Es sind nicht alle geschossen. Ich habe das falsche Messer mit. Ja, macht nichts. Kriegen wir auch so hin.
Immer eine Lösung. Guckt euch das mal an. Ein paar Außenblätter muss ich noch abmachen, aber das ist echt schon ordentlicher Oschi, wie man so schön sagt. Ich freue mich auch, wir haben noch Paprika im Garten. Ich habe richtig Lust, wieder Kimchi zu machen. Und da macht es richtig Spaß, das lohnt sich. Es gibt aber noch mehr Sachen zu sehen hier. In unserem Gemüsegarten gibt es aktuell ganz viele Herbstsalate, also auch Bittersalate, verschiedene Sorten. Wir probieren was aus und eine Sorte hat es mir persönlich sehr angetan. Das ist diese hier, das ist Puntarella. Schauen wir uns die jetzt mal im Detail an, hatten wir auch letztes Jahr schon, ist wirklich eine Besonderheit. Gucken wir uns an. Die Puntarella ist auch ein Bittersalat und ist eine ganz spannende Geschichte. Man kann sich das vorstellen von der Ernte jetzt hier wie bei so einem Brokkoli auch. Das heißt, mich interessiert, dass in der Mitte sozusagen das Herz, könnte man das jetzt auch nennen. Die Außenblätter kann man natürlich auch essen. Die sind aber sehr, sehr bitter. Ich esse sie nicht, obwohl ich mich schon sehr an Bittersalate gewöhnt habe. Und hier innen das Herz, das ist der Teil, worum es geht. Und man kann ihn einfach unten anschneiden und dann in Wasser stellen. Dann verliert er noch ein bisschen Bitterstoffe. Das geht, muss man aber nicht. Das ist halt wieder, wie immer, persönliche Geschmackssache. Und diese einzelnen kleinen Knospen, die hier dabei sind, die sind der Teil, den wir ernten. Die kann man vereinzeln, die kann man aufschneiden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist der Erntezeitpunkt. Das geht nämlich ganz schnell. Das ist so ähnlich wie bei Gurken. Erst sind sie ganz klein, dann haben sie so diese Größe. So in dem Bereich kann ich sie gut ernten. Und irgendwann sind sie sehr groß, kann ich auch noch ernten. Aber da sind sie schon ein bisschen holziger und ein bisschen bitterer. Das Saatgut für dieses tolle Gemüse haben wir im Moment noch nicht regulär im Shop. Mal gucken, wie das in der Zukunft aussieht. Und einige von euch haben es schon zu Hause, weil sie schon unseren Bio-Saatgutkalender haben für 25. Und da ist es nämlich drin für die Aussaat im August. Und jetzt hier neu dabei, ab unserem 25er Kalender, sind die Rückseiten auch bedruckt, wie ihr vielleicht schon gesehen haben. Und da ist immer so ein Rezeptvorschlag dabei, den man hinterher auch ausschneiden kann, behalten, seine eigenen Notizen dazu geben. Und natürlich gibt es auch wie immer das Saatgut hinten drin dabei. Und alles jetzt in ökologischen Druckfarben und Papier. Ich bin also sehr, sehr glücklich. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei uns im Kiosk vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder einfach auf gartengemüsekiosk.de. Und an alle, die ihn schon haben, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Die bisherigen Rückmeldungen waren schon richtig toll. Wollen wir weiter ernten? Im Oktober im Gemüsegarten gibt es so viel Vielfalt. Und wenn man die richtigen Sorten nimmt und das richtige Zeitmanagement dabei hat, dann ist es wirklich voll und wir haben ordentlich Auswahl. Wir haben hier neben mir noch eine Reihe stehen mit Gemüse, was wirklich sehr zart ist, wo es wichtig ist, dass man es noch recht jung erntet. Und ihr seht schon das ganze Grün hier neben mir. Ich zeige es euch mal. Das ist der späte Fenchel. Und ich ernte die Knolle, die zarte, ich ernte mehrere. Und das Grün hier oben, das schmeckt unseren Federfreunden tatsächlich nicht so gut. Aber wir haben noch Tiere auf dem Hof, die mögen das sehr gerne. Ich ernte jetzt ein paar und dann gehen wir mal gucken, was die Geschmacksprobe der Mädels sagt. Zu klein. Den nehme ich noch mit. Fenchel mögen Pferde gern. Und ist auch gut für den Bauch. Und wisst ihr was? Den Rest, den packe ich euch jetzt in die Heuraufe. Denn ich gehe jetzt weiter in den Garten. Kommt mit. Oh, komm, Mia, komm. Lotti. So, einmal Kräuter gespickte Raufe. Warte mal. So, Lotti, komm. Komm hier. Komm rum. Guten Appetit, bis nachher. Jetzt sind wir bei uns im großen Gemüsegarten und ihr seht schon, ich habe den Knoblauch in der Hand.
Wir haben ja einige Sorten Knoblauch jetzt hier und wenn euch noch Knoblauch fehlt, wir haben gerade aktuell noch 2 Sorten im Kiosk. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also wenn ihr jetzt noch im Herbst Knoblauch stecken möchtet, und das könnt ihr in milden Regionen sogar bis in den Dezember hinein machen, schaut gern bei uns im Kiosk vorbei. Wir haben unseren Knoblauch jetzt vorbereitet, das heißt vor 2, 3 Tagen haben wir ihn vereinzelt, sodass die einzelnen Zehen abtrocknen konnten. Und jetzt heißt es, den Knoblauch in die Erde bringen. Jetzt im Herbst gepflanzt heißt es, wir können nächstes Jahr im Sommer dann auch schön ernten, müssen auf ein paar Sachen achten. Wir haben uns hier ein Beet ausgesucht im südlichen Bereich von unserem großen Gemüsegarten. Das ist jetzt nicht in unseren normalen Gemüsereihen integriert, die immer wechseln und so ein System haben. Das ist hier ein extra Bereich und da freue ich mich jetzt sehr, dass wir den mit wunderbarem Knoblauch bestücken können. Bei uns kommt Knoblauch eigentlich jeden Tag in der Küche mit zum Zuge, also in die Zubereitung. Vielleicht ist das bei euch ähnlich. Ich finde Knoblauch selbst angebaut ist gar nicht so schwer und das Ergebnis ist einfach toll. Nicht so viel reden, jetzt werden wir 4 Reihen machen und ihr könnt jetzt direkt dabei sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt haben wir ganz viele Knoblauchzehen in die Erde gebracht. Ich kann die Ernte schon riechen förmlich, wunderbar. Aber wir haben nicht nur was in die Erde gebracht, sondern es geht auch darum, was aus der Erde rauszuholen. Und wir haben ja letztens schon Kartoffeln gerodet und viele Kommentare und Rückmeldungen auch von euch bekommen. Natürlich ist so ein Roder so eine Einstellungsgeschichte und was wir da gemacht haben, das schauen wir uns jetzt noch zusammen an, beziehungsweise im Video jetzt gleich, wir morgen, denn die Sonne geht schon wieder unter. Und es gibt auch noch die ein oder andere Besonderheit, die wir jetzt ganz gerne noch im Garten naschen zwischendurch. Das seht ihr auch noch gleich. Ende Oktober und wir werden auch wieder heute mit goldener Sonne beschenkt. Wie schön! Kartoffeln sind auch raus und es gab ein paar Fragen zu unserem Achsel und zum Umbau und jetzt können wir uns das im Detail noch mal anschauen. Wir haben jetzt den Beiwagen hier nicht mehr zwischen, einfach aus dem Grund, mein Mann hat umgebaut. Ihr seht das hier, es kam ein neuer Balken rein, ein bisschen umkonstruiert, einfach nur, dass dieser Teil nicht runtersackt, weil wenn der Teil runtersackt, kommt er hinten zu weit hoch. Das war ja auch der Grund, warum wir den Beiwagen hatten. Deswegen hat er jetzt ein bisschen geschraubt und gefrickelt, wie man das ja gerne in der Werkstatt macht, ob jetzt am Motorrad oder am Achsel. Hat er ganz gut hingekriegt soweit. Und dann hier zu dem Gerät kamen auch ein paar Fragen. Eigentlich ist es nicht für einen Trecker, eigentlich ist es auch nicht für einen Achsel. Es ist eigentlich ein Gerät aus der Pferdearbeit noch von früher. Dafür ist er gemacht. Und mit ein bisschen Daumendrück und dass das alles gut klappt, können wir vielleicht nächstes Jahr das Ganze schon auch umgebaut dann mit den Pferden bewerkstelligen. Dann kamen öfters Kommentare hier zu diesen Außenreifen, zu den Ringen, die gehören eigentlich ab. Genau. Allerdings sind die so festgerostet hier mit den Schrauben, dass wir die dann auch nicht mehr hätten drauf machen können. Das heißt für uns, bevor wir die hier wegflexen, müssen wir erstmal gucken, dass wir passende andere Schrauben dann finden und auch die Zeit. Dann kann man das eben noch umbauen. Und ansonsten ist eigentlich interessant von der Funktion her, wenn wir uns den hinteren Teil angucken, der ja im Endeffekt auch die Kartoffeln rodet. Unten haben wir das Schar, das hebt, also das geht in die Erde rein, das hebt die Erde an, hebt die Kartoffeln an, muss also auch tief genug drin sein, damit nicht viele angeschnitten werden. Und gleichzeitig bewegt sich dieses
ja, wie heißt das denn, Sternenkreuz. Ich weiß den Fachbegriff nicht, aber ihr vielleicht, schreibt den gerne mal in die Kommentare. Das bewegt sich dann und wirft die Kartoffeln eben an die Seite, legt sie an die Seite, da können wir sie dann eben wunderbar absammeln. Dann haben wir hier noch einen Hebel, der ist einfach nur, um das Schar hier hoch und runter zu lassen. Und hier ist auch noch eine Kurbel. Damit kann man das Schar so ein bisschen links oder rechts einstellen. Jetzt kommt die Frage an euch, heißt es der Schar, das Schar oder die Schar? Also ich meine nicht die Schar von Leuten, sondern das Teil, was hinten an dem Gerät dran ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir sind jetzt soweit mit dem Kartoffelrohen durch. Kartoffeln sind ein Nachtschattengewächs. Wir haben dann noch so ein Nachtschattengewächs, was wir euch zeigen möchten, was uns auf jeden Fall sehr beeindruckt hat diese Saison. Kommt mal mit, wir gehen rüber. Jetzt sind wir hier im großen Gemüsegarten und hier ist noch ein weiteres Nachtschattengewächs und zwar Tomaten. Das sieht jetzt hier zwar insgesamt recht wüst aus, es sind 10 Pflanzen und ja, es sieht aus, als wäre es einfach kaputt gegangen. Der Sturm war da und hat meine Konstruktion dahin gerafft und ich hatte gar keine Zeit, es aufzuräumen. Habe auch gedacht, ach ja, komm, das ist sowieso nicht mehr Thema. Und dann komme ich hier vorbei und sehe, dass sie immer noch trägt und trägt und trägt. Das ist wirklich faszinierend. Diese Tomate hier ist eine Kreuzung aus meinen Versuchen. Also seit Jahren machen wir nicht nur Saatgut, sondern wir versuchen uns auch an der Tomatenzucht. Das heißt Kreuzung. Welche Tomaten passen zusammen? Welche Eigenschaften möchte ich haben? Und dann ist auch noch wichtig zu wissen, man kann nicht einfach so 2 Tomatensorten kreuzen und dann kann ich die direkt einfach verkaufen, sondern erstens muss sie über 7 bis 10 Jahre stabilisiert und selektiert werden. Hallo liebe Biene, ich bin keine Blume. Geh mal zu den Blümchen da hinten. Also das ist wichtig, sie muss selektiert werden und stabilisiert werden über die Jahre weg. Und dann muss sie natürlich als Sorte auch noch eingetragen und abgenommen werden, damit man sie dann überhaupt auch verkaufen kann. Hat natürlich dann auch den Vorteil, dass man weiß, was man für ein Saatgut bekommt, dass es in Ordnung ist und dass es auch wirklich das ist, was man haben möchte. So, Freilandtomaten, glaube ich, sind für uns alle ein Zugewinn, denn irgendwann ist das Gewächshaus voll, die Kübel sind voll und Freilandtomaten gehen eben immer. Zum Naschen haben wir aber nicht nur diese wunderbaren, die sind echt süß, leckeren, schönen Tomaten hier, sondern noch ein bisschen was anderes. Kommt mal mit, das zeige ich euch auch. Worüber ich mich unheimlich freue, ist diese Reihe hier. Wir haben Ende Juli, Anfang August nochmal Zuckererbsen, also Zuckerschoten ausgesät, direkt gesät hier an so einem Gitter. Und sie sind richtig schön gewachsen. Es sind ganz viele Blüten noch dran. Die Blüten und Blätter sind nämlich auch essbar. Das ist eine schöne Geschichte. Und wir haben ganz viele von diesen Zuckerschoten dran. Ein perfektes Naschgemüse oder mal eben durch die Pfanne gezogen. Ich finde die richtig, richtig toll. Also das markiere ich mir nächstes Jahr im Kalender, dass wir das auf jeden Fall wieder machen. Richtig klasse Geschichte. Richtig ausreifen als Erbse, das werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, müssen sie auch nicht mehr. Man sieht auch unten, der Mehltau, der packt jetzt auch langsam zu. Das heißt, allzu lange wird es nicht mehr gut gehen. Heißt für uns aber, dass wir jetzt noch öfters durchgehen, naschen können und auch nochmal Mittagessen damit machen. Und die Blüten kann man, wie gesagt, auch essen. Oder, wenn ihr mit Kindern basteln wollt, gerade für den Winter, die Blüten kann man schön auch in dicke Bücher legen und trocknen. Da hat man ein schönes Material und im Winter was Tolles zu basteln. Also der Tipp, nächstes Jahr dran denken, Zuckerschoten Ende Juli nochmal auszusehen, dann hat man Ende Oktober richtig Freude. Ihr Lieben, wir würden uns sehr freuen, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, Freude bereitet hat, einen Daumen nach oben, dann quittiert ihr uns das und motiviert uns ehrlich gesagt natürlich auch weiterzumachen. Und über eure Kommentare freue ich mich auch schon. Ich möchte auch Danke sagen, auch für die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, auch zum Axel, zum Roden, eure Erfahrungswerte. Ich glaube, da sind auch viele Kindheitserinnerungen wach geworden. Eine echt schöne Geschichte, also vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wenn ihr gerne noch ein bisschen mehr Infos zu unserem Bio-Saatgutkalender haben möchtet oder auch zum Adventskalender, haben wir hier oben ein Video dazu gemacht. Da findet ihr noch mehr Infos dazu. Eine super schöne Geschenkidee, wie ich finde. Und wenn ihr ein kurzes, knackiges, einfaches Rezept haben möchtet, was ihr mit Chinakohl machen könnt, so ein Kimchi, wie wir das machen, haben wir hier unten ein Rezeptvideo. Schaut gerne mal rein und macht euren Garten bunt, macht eure Küche, eure Erntekörbe bunt und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, eure Jen.